Er wollte eigentlich dann Franck Ribéry so mehr ins Zentrum holen. Der hat aber gesagt, er ist ein Linksaußen. Für 2 Jahre, ich habe mit Edfeld, mit Klinsmann, ohne Problem. Ich habe gemacht 2 Jahre unglaublich gespielt. Dann hat Van Gaal überlegt, ja, wie kann ich aus dem Kader dann überhaupt ein 4-3-3, mir fehlt eigentlich der rechte Außenstürmer. And that is why I had a question mark behind the name of Ribéry. But when Robert was coming, I had the possibility to play with 2 wingers. Und in dieser Zeit hat Mark van Bommel sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, Louis und den Vorstand zu überzeugen, dass der Arjen Robben uns helfen würde. Ich habe 3 Jahre mit ihm gespielt in Eindhoven, Nationalmannschaft auch. Hervorragender Spieler in der Kategorie Ribéry. Ein schwieriger Transfer, ganz schwieriger Transfer, weil er hat in Real Madrid gespielt und irgendwann, und wir hatten schon Interesse mal an Arjen, als er noch bei Chelsea war. Das ist sehr wichtig für jede Mannschaft. Ich verstehe auch nicht, warum Madrid ihm abgibt. Na gut, das ist ihre Idee. Und ich hatte immer auch mit dem Vater von Arjen einen gewissen Kontakt und habe ihm gesagt, wenn es passt, vielleicht kommen wir trotzdem noch mal zusammen. Und dann habe ich Florentino angerufen in Madrid und habe gesagt, wir haben Interesse an dem Spieler, was sind denn die Forderungen von der Ablösesumme? Und das waren damals 25 Millionen, die er gefordert hat. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen es. Ich kann mich noch erinnern, am Tag danach, Louis van Gaal war Trainer, hat er ihn erst gegen Wolfsburg in der Bundesliga auf die Bank gesetzt. Wir hatten so das Gefühl, bei diesem Spiel, wir müssen gewinnen. Wenn nicht, ich weiß es nicht. Und dann hat Van Gaal in alter Van Gaal-Manier natürlich Arjen auf den Platz geschickt. Ich kann mich genau noch erinnern an die Einwechslung gegen Wolfsburg, als er reingekommen ist. Und du hast sofort gemerkt, oh mein Gott, vorne, das funktioniert super gut. Links, rechts. Also 2 beim rechts, links, 2 Zug. Robben. Und vorne geht Ribéry. Und Robben zieht nach innen. Ribéry. Doppelpass, Boom, Tor. Schauen Sie sich das an, was da los ist! Schauen Sie sich das an! Deswegen haben Sie einen Ribéry und einen Robben. Das war schön. Das war der Anfang eigentlich von der großen Geschichte. Die zweite Halbzeit gegen Wolfsburg, das war natürlich was ganz Besonderes. Und ja, das wirst du auch nie vergessen, solche Momente. Ich habe eine schöne Zeit gehabt überall. Ich bin überall dankbar, überall. Madrid 2 Jahre, Chelsea 3 Jahre, habe ich auch schöne Zeiten erlebt. Aber die 10 Jahre bei Bayern, das sind meine besten Jahre auch gewesen. Aber eigentlich war es ja so, dass du schon ein bisschen gezweifelt hast. Oder? Ja, klar. Ja, aber es ist auch logisch, weil genau wie du sagst, Bayern war in dem Moment hat nicht zu den besten Mannschaften in Europa gehört. Und mein
Ziel, Traum war auch immer, ich wollte die Champions League unbedingt nochmal gewinnen. Und deswegen war ich natürlich auch, ja, bei Chelsea war ich schon zweimal im Halbfinale. Dann gehst du Madrid natürlich, wo immer die Chance besteht. Und also da, ja, dann denkst du schon gut darüber nach, so einen großen Verein zu verlassen auch. Und da war schon einige Zweifel und ich war noch nicht 100% überzeugt, aber dann am Ende doch. Da war ich wirklich überzeugt und Bayern hat sich sehr viel Mühe gemacht. Ich habe mir da einfach, das ist auch immer, ich bin auch immer so Gefühlsmensch und ja, das Bayern hat mir wirklich gezeigt, wir wollen unbedingt, dass du hierher kommst. Und ja, dann war ich überzeugt, aber es ist okay. Ich mache es und bin da voll reingegangen.